Hallo zusammen und hallo Freunde des alten Erotikkinos. Ich habe tolle Neuigkeiten für euch. Nächsten Monat, um genauer zu sein, am 22. August, bringt ein doch recht unbekanntes Label Forgotten Films Entertainment einen Erotikklassiker, einen italienischen Erotikklassiker in 2K auf Blu-ray heraus. Und zwar handelt es sich um den Film Ein Sommer voller Zärtlichkeit mit Ornella Muti aus dem Jahre 1971. Das, was ich jetzt hier habe, ist die Veröffentlichung von Donaufilm von 2019. Die ist mit einem Schuber und einem Wendecover, welches ich auch sehr schön finde. Die Edition von Forgotten Film Entertainment hat nämlich auch ein wirklich wunderbares Cover Artwork. Das blende ich euch hier ein und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, weil dieser Film ist wirklich ganz, ganz toll. Wo ich den gesehen habe, ich war begeistert. Der ist wirklich wunderbar erotisch und wirklich eine Augenweide zum Anschauen. Aufgrund dessen habe ich jetzt gestern Abend mir einen weiteren Film mit Ornella Muti angeschaut. Und zwar handelt es sich um Appassionata von 1974, glaube ich. Den kannte ich vorher noch gar nicht. Was ich von dem Film halte, erzähle ich euch gleich. Ich möchte noch kurz euch zwei weitere Filme mit Ornella Muti zeigen, welche ich auch schon gesehen habe. Und zwar handelt es sich um Das Mädchen von Triest, ein wirklich starkes Drama. Ich habe dem Film 6 von 10 Punkten gegeben, also durchaus sehenswert. Und ich habe noch gesehen Das Taubenhaus, welcher mir jetzt nicht ganz so zugesagt hat. Warum, weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Habe ich wieder vergessen. Ähm, und da sind wir jetzt auch schon bei Appassionata. Hier die Veröffentlichung von Donaufilm aus dem Jahre 2017. Das ist übrigens das Wendecover. Ähm, Hier könnt ihr nochmal das Cover sehen, so wie es im Handel zu sehen ist. Ich finde es immer wunderbar, wenn Donaufilm diese alternativen Wendecover, meist ja auch die Original-Filmplakate mit dabei hat. Das finde ich großartig. Das ist einfach was Schönes zum Angucken. Ob der Film jetzt was Schönes zum Angucken ist, das werden wir jetzt sehen. Worum geht es denn in dem Film Appassionata? Erstes Verlangen. Wollen wir mal anders die Frage stellen, um wen geht es denn in Appassionata? Zum einen haben wir den Vater, wir fangen anders an. Zum einen haben wir die Mutter, welche schon im fortgeschrittenen Alter ist und doch sehr, sehr mit sich zu kämpfen hat, sehr große Probleme hat mit dem Älterwerden. Sie muss zusehen, wie ihre Tochter erwachsen wird, zu einer jungen Frau heranwächst. Und dabei tut sie immer wieder auf ihr eigenes Leben zurückblicken, was sie denn für eine schöne Kindheit und Jugend hatte, was sie für schöne Kleider getragen hat, wie sie ihren Mann dann auch kennengelernt hat, wie dieser sie umworben hat. Und all das ist jetzt mit den älteren Jahren nicht mehr so. Ihr Mann distanziert sich so ein bisschen und sie verfällt, man kann schon sagen, in Depressionen und wirklich ja, in Melancholie.
Ne? Sie zieht sich immer weiter zurück und ja, versucht, das Haus auf Vordermann zu bringen, um auch doch noch ein wenig Liebe von ihrem Mann zu bekommen, welcher, und da sind wir jetzt bei der Rolle des Vaters, welcher sich mit den Jahren immer mehr von seiner Frau distanziert hat, sie nicht mehr so attraktiv findet und doch als Zahnarzt arbeitend äh, immer mehr Gefallen an das junge Geschöpf, an die jungen Frauen Interesse zeigt. Ähm, Dabei kommt auch so ein paar Gefühle der eigenen Tochter, sogar verbotene Gefühle zu der eigenen Tochter hinzu und auch zu der Freundin der, äh, der Tochter. Ähm, Dann haben wir natürlich die Rolle der Tochter, welche so wie jede junge Frau Probleme mit dem Heranwachsen hat, Probleme mit ähm, anderen Mitschülern mitzuhalten, auch mit den ersten sexuellen Erfahrungen mitzuhalten. Da tut sie sich dann auch so ein paar Sachen ausdenken, um anderen zu gefallen, um mithalten zu können und auch so ein bisschen, um ihren Vater tatsächlich zu provozieren, welcher sich so ein klein wenig in die Freundin verguckt hat. Und da sind wir jetzt auch schon bei der Freundin von der Tochter, ähm, welche doch sehr experimentell ist, welche jetzt eigentlich nicht so wirklich Interesse an äh, den jungen Männern ihres Alters hat, sondern diesen Zahnarzt, den Vater ihrer Freundin sozusagen ein bisschen umgarnt, aber auch ein wenig mit ihm spielt. Sie lässt ihn mal ran, dann weist sie ihn wieder ab und dann, und dann tut sie ihn wieder liebkosen und man weiß nicht so richtig, was sie denn wirklich vorhat. Schlussendlich weiß man im ganzen Film nicht wirklich, worum es denn eigentlich geht. Ähm, Der Film ist relativ, ähm, also keineswegs spannend, ne, aber irgendwie interessant. Ne? Interessant, wie sich die Charaktere zueinander entwickeln und aber jetzt nicht so, dass es einfesselt. Ne? Wir haben ein paar Erotik-Szenen zu sehen. Dabei gibt es ein paar nackte Brüste zu sehen, ein paar junge Bären sind zu sehen, aber alles jetzt nicht wirklich besonders erotisch dargestellt, als dass man jetzt aufgrund dessen eine Empfehlung aussprechen könnte. Das definitiv nicht. Es ist auf jeden Fall mehr ein Drama. Ein Drama, welches jetzt aber auch nicht wirklich unterhält. Die schauspielerische Leistung ist durchaus gut. Jetzt aber auch nichts Besonderes. Ich fand den Vater besonders gut schauspielernd. Ornella Muti, welche die Tochter spielt, fand ich jetzt doch als eine etwas sehr kleinere Rolle. Sie konnte jetzt nicht so viel zeigen, von sich preisgeben. Da war eine Szene im Badezimmer, welche mir durchaus gefallen hat. Ansonsten blieb sie doch eher im Hintergrund und es war dann so das Hauptaugenmerk auf den Vater und der Freundin. Und selbstverständlich auch die Mutter. Ich finde, die Mutter hat eine besonders große Rolle bekommen durch ihre ganzen Probleme des Älterwerdens, der Akzeptanz älter zu werden, der Akzeptanz, dass auch ihr Mann sie vielleicht nicht unbedingt mehr so ranlässt und er sich dann mit Jüngeren vergnügt, was natürlich ein No-Go ist. Ähm, ja, ich denke am Ende, also so,
es spielt sich alles so ein bisschen auf den Gemütszustand der Mutter hin. Das Ende dann, das hat mich völlig sprachlos gelassen. Nicht, weil es so bombastisch war, weil es so toll war, sondern weil ich einfach nicht wusste, hä? Was denn jetzt? Der Film ist zu Ende, ohne irgendwas wirklich aufzuklären. Ähm, ja, ähm, der ganze Film wird auch von einer Musik begleitet, welche durch Klavierinstrumente und auch Streichinstrumente schön untermalt wird, aber jetzt auch nicht besonders hervorsticht. Ähm, die Blu-ray von Donaufilm ist in guter Qualität. Weitere Extras gibt es darauf leider nicht. Und dem Film würde ich jetzt leider nur eine 3 oder 4 von 5 Punkten geben, weil er ist zwar etwas interessant, aber doch weit hinter dem Möglichen. Ja, also eine Empfehlung kann ich jetzt nicht aussprechen. Wer dennoch Interesse hat, kann mir gerne, oder wer den Film schon gesehen hat, kann mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie euch der Film gefallen hat. Und dann sehen wir uns definitiv das nächste Mal, wenn ich euch die neue Blu-ray vorstelle von Ein Sommer voller Zärtlichkeit. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, It's Review Time.